5 Mopeds, kaum Vorbereitung und ein großes Ziel. Von Eisenach bis in die hohe Tatra, 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und mehr Pannen als Fahrzeit. Aber dafür ein Abenteuer voller unvergesslicher Momente. Wo Ersatzteile fehlen, beginnt die hohe Kunst des Fuschens. Mal gucken, wie wir das wieder repariert kriegen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ich meine, wir sind Profis in sowas. Ja, wir müssen jetzt eh eine offene Kette bei dem machen und dann hoffen, dass keiner die abkriegt. Meinst du? Jetzt machen wir hier irgendwas, was Filter drüber, eine alte Socke oder so halt. Da kommt schon ordentlich was durch. Da kommt richtig was durch, ja, das war... Ja gut, das sollte nicht so sein. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich sagen. Ratgeber präsentiert die Simson-Tour in die Tatra. Wir sind wieder da. Aufgrund von Prüfungsphasen hatten wir kaum Zeit, unsere Maschinen vorzubereiten. Ist ja aber auch nichts Neues. Doch bevor wir starten, präsentiere ich die diesjährigen Fahrer. Ronan der Barbar, aka der Vizepräsident. Neben großer Tour- und Unfallerfahrung hat er nur von Frauen weniger Ahnung als vom Schrauben. Clara, der Ruhepol des Teams. Auch wenn sie oft zurückhaltend ist, hat sie beim Schrauben mehr drauf als die meisten der Jungs. Paul, aka der Präsident und Humorbeauftragte im Team. Bereits auf 2 Touren als Begleiter darf er diesmal beweisen, dass in ihm mehr steckt als der Hofnarr. Jonas, unser Casanova auf dem Pannenvogel. Dieses Jahr zum ersten Mal dabei und mit seinem klapprigen Moped die perfekte Ergänzung für diese Truppe. Noah, Chefmechaniker der Gruppe. Er hat für jedes Problem eine mehr oder weniger legale Lösung. Der Aufbruch ins Desaster. Ein problemloser Start? Bei uns natürlich nicht. 5 Minuten vor Abfahrt stellt sich heraus, der Anhänger will nicht mit. Nachdem wir die Feder gekürzt haben, ist das Ankoppeln endlich möglich und es kann losgehen. Ja, was soll ich sagen? Das erste Mal an der Tankstelle das richtige Zeug aus dem Tab fahren. Digga, das ist ein bisschen suspekt jetzt. Dann einfach weiterfahren, ohne zu mischen. Das ist suspekt. Wenn es keine runde Zahl ist, müssen wir es trinken. Achso. Ja, wie man gesehen hat, sind wir jetzt an der ersten Tankstelle angekommen. Wahrscheinlich auch die einzige, wo es gemischt getankt gibt, an der wir anhalten werden auf dem Weg. Ja, bis jetzt alles gut verlaufen. Ungefähr dieselbe Strecke haben wir jetzt nochmal vor uns. 60 haben wir jetzt gemacht. 60 machen wir nochmal bis zur Hohen Wartetalsperre. Dort wird man uns entspannten Schlafplatz suchen. Wir müssen auch noch mal kurz über diesen Anhänger sprechen. Dieser Anhänger ist ein Meisterwerk der Technik. Wenn man mal hier so guckt, sieht man, die Deichsel ist komplett schief. Das hat irgendjemand geschweißt, der nicht ich bin. Und oh yeah, das ist unser Rücklicht. Das ist safe, ist CVO-konform. Aber das Wichtigste ist, wir haben eine Flagge, die nicht richtig befestigt ist. Und sobald man über 40 fährt, macht sie so. Jonas, wie bist du mit deiner Leistung zufrieden? Mit der Leistung, naja, es gibt gute Sachen und schlechte Sachen, ne? Erstmal, der Bock hat die ersten 60 Kilometer überstanden, das ist top. Schlecht, ich bin der Langsamste. Ja, Ron, sag mal was Dummes für die Kamera, das lustig ist, oder du. Kommt ein Pferd in eine Bar. Sagt der Bar, wie heißt der Hurensohn? Der Keeper. Der Barkeeper. Du Hurensohn. Danke.
Wir sind heute erst gegen 17 Uhr gestartet und so erreichen wir nach 3,5 Stunden unser erstes Etappenziel, die Hohen Wartetalsperre. Wir sind zwar nur 120 Kilometer weit gekommen, dafür hatten wir entgegen den Erwartungen aller keine einzige Panne. Guten Morgen. Wir haben ja leider gestern nicht so viele Videos machen können, weil einfach nichts kaputt gegangen ist. Naja, so ganz stimmt es nicht. Aber es ist auch einfach völlig irrelevant, außer beim Dunkelfahren. Jonas Rücklicht. Da ist wahrscheinlich die Birne durchgebrannt. Aber das ist auch alles, was passiert ist. Hier ist übrigens unser Lager. Also hier am Jonas. Ich habe hier unten gepennt. Jonas hat da gepennt. Clara hat da gepennt. Die Jungs hier haben keine Hängematten dabei. Haben hier in diesem wunderschönen Zelt gepennt. Auch nur leicht schief. Was ist der Tagesplan heute? Ah ja, die wichtigste Sache ist eigentlich, wir müssen diese Fahne hier besser festmachen. Weil unsere babatastische Fahne, die wirklich Spaß macht, wenn die so steht, kippt halt immer um. Ich glaube, ich habe das gestern schon mal erwähnt. Und jetzt kommen wir zum wirklichen Sorgenkind. Was heißt Sorgenkind? Es fährt. Das ist schon mal die Sache, die positiv hervorzuheben ist. Dafür, dass das Moped die maximale Strecke vorher von 30 Kilometer gefahren ist ohne Ausfälle, haben wir gestern souveräne 120 geschafft. Das ist schon mal sehr lobenswert. Aber das ist mit Abstand die langsamste Karre und vor allem die Berge sind problematisch. Wir müssen den Vergaser angucken, weil ich glaube, der läuft, also ich weiß, der läuft zu fett so. Dann müssen wir überlegen, ob wir den Auspuff weiter drauf machen, weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass das anscheinend helfen könnte. Genau, das ist der Plan. Achso, hier, der Spot noch. Wir sind hier an diesem wunderschönen, in der Hohen Warte aufgewacht. Die Sonne kommt raus und lacht. Und man kann es echt hässlicher haben, so. Ja, wir sehen uns dann gleich beim Schrauben. Ich habe ja eben schon festgestellt, dass da dieses Glas auf dem Boden lag. Jetzt haben wir den Rest der Brille gefunden. Ich dachte, das wäre eine andere Brille. Die ist Schrott. Meine gute 2-Euro-Brille. Oh, das oh yeah. Wir haben hier ein kleines Problem. Der alte Zugvogel, ne? Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ist ein bisschen schwach auf der Brust. Ist der langsamste von der Truppe. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen... das Zündkerzenbild überprüfen und schauen. Aber es kann auch sein, dass wir jetzt rausholen, die hat ein perfektes Kerzenbild und wir stehen hier wieder da und haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Na, ich muss sagen, ist gar nicht so verkehrt, ne? Ja, das mit dem Getriebe ist ja auch so eine Sache, ne? Jetzt fliegt der dritte Gang raus. Aber wie oft ist der gestern rausgeflogen? Bis sie hier hingefahren sind, die 100 Kilometer. 20 Mal. Geht auch. Kann man so machen. Ja, so wie zu erwarten, die Kerze sieht einfach verdammt gut aus und wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Sie ist einen ganz kleinen Ticken zu dunkel, aber sie ist halt trotzdem braun. Soll ich mir richtige Schuhe anziehen und mal dagegen treten? Man kann ja einmal die Länge lang sehen. Ja, ich wollte es jetzt aber nicht zu ernst nehmen. Am Ende fährt er noch schnell, das darf ich nicht zulassen. Meine einzige Existenzrechtfertigung aktuell ist, dass ich halt schneller fahren kann als er und dadurch nicht der Arsch der Gruppe bin. Wir haben jetzt hier, man kann das sehen, einmal um die Schellenbreite den Auspuff weiter nach vorne drauf geschoben. Ich sage, es wird einfach gar nichts ändern, aber es wird es nicht schlechter machen. Alter, ich werde dich gleich gnadenlos abziehen. Ich mach's mal auf die Seite, wo ich So, wir denken, dass das jetzt soweit funktioniert. Das sind die guten Schnüre, die aus kaputten Netzen von Anglern aus Irland sind. Und ansonsten sind wir fast aufbruchbereit, oder? Ja. Und macht die Kamera fest. Schaffen wir, das wird was. Oh, das wird doch nichts. Das ist doch wieder viel zu eng. Oh yeah. Ein ganzer Tag pannenfrei, das müssen wir ändern und genau das seht ihr im nächsten Video. Fortsetzung folgt.